Hi Leute, heute zeige ich euch eine Tattoo-Maschine von EZ Tattoo, und zwar ist das die P6, und hier ein paar schöne Bilder von der Maschine. So wird die Maschine geliefert, in so einer Verpackung. Da drin sieht es so aus. Und drin befindet sich die Maschine. Ich habe jetzt die einfache Version nur mit einem Akku gekriegt. Also wie gesagt, die Maschine einmal, und da drin versteckt sich noch ein USB-Kabel und natürlich die Bedienungsanleitung, wo drin steht, wie man die Maschine bedient, in vielen verschiedenen Sprachen. So, als allererstes ein paar technische Daten zu der Maschine. In der Maschine arbeitet ein bürstenloser Motor. Das Material der Maschine, also die Hülle, die Verkleidung, ist aus Flugzeugaluminium. Die Hubhöhe ist verstellbar von 2 bis 4,2 mm. Die Nadelstichtiefe könnt ihr einstellen von 0 bis 4,5 mm. Die Maschine könnt ihr betreiben von 2 bis 12 Volt. Sie läuft mit 10.000 Umdrehungen pro Minute mit einer Frequenz von 10 bis 170 Hertz. Die Akkukapazität sind 2000 mAh. Die Laufzeit des Akkus beträgt ungefähr zwischen 7 und 8 Stunden. Die Größe der Maschine 38 x 150 mm. Und das Gewicht der Maschine beträgt stolze 284 Gramm. Jetzt zeige ich euch mal, wie man die Maschine bedient. Hier an der Seite habt ihr 3 Tasten. Einmal den Ein-Aus-Knopf und hier an der Seite 2 Pfeiltasten, um die Spannung zu verstellen. Den Ein-Aus-Knopf lange gedrückt halten, dann geht die Maschine an. Nochmal lange gedrückt halten, dann geht sie aus. Wenn die Maschine eingeschaltet ist, einmal kurz drücken, dann läuft die Maschine. Nochmal kurz drücken, dann geht sie aus. Und so hört sie sich mit einem Nadelmodul an. Mit den 2 Pfeiltasten könnt ihr die Spannung verstellen, nach oben und unten. Entweder durch kurzes Drücken oder gedrückt halten, dann geht es etwas schneller. Um den Hub zu verstellen, müsst ihr einfach hier die beiden Flächen festhalten und feste drehen. Dieser Strich hier zeigt auch an, welchen Hub ihr gerade eingestellt habt. Von 2 mm bis 4,2 mm. Ich arbeite meistens mit 3,7. Durch Drehen des Griffs könnt ihr die Nadelstichtiefe verstellen. Von 0 bis 4,5 mm. Bei dieser Maschine funktioniert das wunderbar, da dreht sich nichts mit. Da muss man schon wirklich feste hier halten, um den Hub zu verstellen. Also da werdet ihr keine Probleme haben, dass das sich hier der Hub aus Versehen beim Arbeiten verstellt oder so. Den Akku kann man sich hier auch auswechseln, und zwar einfach nur feste dran ziehen. Wenn man 2 Akkus hat, kann man den anderen dann wieder damit austauschen. Ich habe jetzt nur den einen mitbekommen. Er reicht mir auch für eine ganze Sitzung. Der Akku hält also lange genug. Ja, die Maschine ist sehr einfach aufgebaut. Sie hat nicht viele Funktionen, nur halt das Nötigste. Spannung verstellen, Ein-Aus-Knopf. Mehr nicht. Mehr braucht man auch nicht. Ihr könnt euch aber wirklich individuell auf euren Ziel einstellen, was die Hublängen angeht, und natürlich die Voltzahl daran anpassen. Die Maschine läuft sehr ruhig. Man merkt aber, dass sie auch sehr viel Power hat. Sie hat ein sehr hohes Gewicht, finde ich. Also die 284 Gramm, glaube ich, sind das. Nichtsdestotrotz liegt die bequem in der Hand. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu zeigen. Ist eine sehr schlichte Maschine. Vielleicht erzähle ich euch nochmal die Pros und Kontras, was mir an ihr gefällt und was mir nicht so gefällt.
und vielleicht noch sagen, wofür die sich am besten eignet. Also zu welcher Arbeitsweise oder zu welchem Stil die am besten passt. Nochmal ein Nachtrag, der Motor da drin ist ein 600 G Hochdrehmoment Motor. Erklären lässt es sich so, und zwar, das sind 600 Gramm pro Zentimeter. Also stellen wir uns vor, da ist der Motor, ja, und da ist so eine Stange dran, die ist 1 cm lang. Ich sage das mal so. Und die ist 1 cm lang. Und wenn ich jetzt hier ein Gewicht von 600 Gramm dranhänge, dann ist der Motor so stark, dass er die 600 Gramm hochheben kann. Ja, das ist der Motor da drin. Das ist nämlich die P6 V2 oder 2V. Das ist nochmal diese neuere Version, die stärker ist als die Version davor. Ich erzähle erstmal die Kontras der Maschine. Was mir fehlt bei der Maschine ist einmal, dass man sich die Profile einspeichern kann. Man hat nur quasi ein Profil. Man muss, je nachdem wie man arbeitet, die Spannung immer verstellen während des Arbeitens. Schön wäre es gewesen, wenn man sich mehrere Profile 2, 3 einspeichern könnte, wo man die Spannung sich schon da einspeichert und einfach nur durch einen Klick wechseln kann. Das ist das, was mir so ein bisschen fehlt an der Maschine. Was für mich auch ein leichter Nachteil oder Kontra ist, ist das Gewicht der Maschine, weil ich relativ kleine Hände habe. Also für den einen könnte es ein Nachteil sein, für den anderen ein Vorteil. Also ich denke, je nachdem, in welchem Stil man arbeitet oder wie groß seine Hände sind. Ich benutze sie zum Beispiel nicht für Feinleinarbeiten, weil sie mir dafür zu schwer ist. Also die 284 Gramm, die merkt man schon. Wo ich sie aber sehr gerne benutze, dann ist das wieder ein Vorteil, zum Beispiel bei großen Nadelmodulen oder für fette Lines, wie die im Oldschool vorkommen. Dadurch, dass die Maschine dann schwer ist, ist es für mich dann leichter, die Nadeln in die Haut zu bekommen, weil der Widerstand halt durch das Gewicht der Maschine geknackt wird. Ja, also für den einen ein Nachteil, für den anderen ein Vorteil. Ja, was mir auch sehr gefällt an der Maschine ist die Verarbeitung. Es wackelt nichts. Der Hub verstellt sich nicht während des Arbeitens. Sie läuft sehr ruhig. Manch anderem wird auch die Einfachheit der Maschine gefallen. Ganz schlicht, an Ausknopf, dann nur 2 Knöpfe zum Spannung verstellen. Keine extra Spielereien oder so. Manche mögen es schlicht. Ansonsten, ja, wie ich schon vorhin erzählt habe, empfehlen würde ich die Maschine für große Nadelgruppen, wenn man dicke Lines machen möchte. Wenn man im Oldschool-Bereich arbeitet, da würde ich diese Maschine empfehlen. Das ist schon fast von der Power her schon fast eine Spulenmaschine. Ja? Die fühlt sich auch so an, ne, von Gewicht und von der Power her. Ich glaube, das war's zu der Maschine. Ich zeige euch nochmal vielleicht Nadeln, die habe ich auch noch mit dazu bekommen. Die sind auch von EZ. V-Select, ne, von V-Select. Aber ich glaube, das ist auch so eine Marke von EZ Tattoo. Gold Series. Die sind irgendwie extra beschichtet. Die sehen so golden aus. Ich habe hier mal irgendwo eine ausgepackt. Ah ja, die war hier in der Maschine. Schön vergoldet. Die sollen sehr scharf sein und länger scharf bleiben. Normale Nadeln, die stumpfen ab während des Arbeitens. Also je länger man arbeitet, desto stumpfer wird die Nadel. Dadurch wird die Haut mehr penetriert und verletzt. Diese Nadeln sollen scharf bleiben, die ganze Sitzung durch. Ich arbeite mit den Nadeln auch schon jetzt ein paar Wochen. Das sind gute Nadeln, ich kann da nicht klagen, da wackelt nichts, die sind super scharf, haben eine gute Qualität wie von anderen guten Nadelnherstellern auch. Sehen schick aus, erfüllen ihren Zweck. Danke nochmal dafür, dass ich die auch mitgeliefert bekommen habe. Ja, das war's für heute. Das war die Maschine.
die hübschen Nadeln. Ja, ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Ich werde jetzt wieder mehr Videos machen. Ich hatte letzte Zeit Probleme mit YouTube, weil irgendwie die automatische Übersetzung nicht funktioniert hat und ich auch keine manuellen Audio-Tracks mit einfügen konnte. Ich musste mich da ein bisschen mit YouTube streiten. Aber jetzt ist alles gelöst und jetzt gibt es wieder mehr Videos von mir. Und bis dahin, habt viel Spaß, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Peace.